Wir sind Tobi. Und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Guten Morgen. Heute regnet es. Das heißt, wir machen heute Waschtag und kaufen vielleicht noch was ein. Aber heute auf jeden Fall kein Hike, denn es soll den ganzen Tag so weitergehen. Mal gucken, vielleicht spielen wir was mit unseren 2 Zeltnachbarn. So, wir sind wieder zurück. Sieht noch genauso aus wie heute früh. Wir haben uns heute eine Pizza gegönnt, essen jetzt Pizza und haben eigentlich unsere ganze Wäsche gemacht. Dann waren wir einkaufen für die nächsten Tage und haben noch Alex und Mae zurückgeschrieben, weil wir kurz Wi-Fi hatten. Oh, wir vermissen die 2, die sind so süß. Aber jetzt erstmal guten Appetit. Prost. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber auf den Bergen da oben liegt jetzt Schnee. Es hat sich sehr schnell geändert. Gestern war da noch nichts. Und jetzt muss es so kalt da oben sein, dass alles voller Schnee ist. Cool. Hallo, guten Abend. Ihr seht mich nicht, aber das macht nichts. Ich sehe euch nämlich auch nicht. Es regnet durch die Decke. Sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, durch unser Zelt. Und Tobi hatte gerade die kreative Idee, den Poncho zwischen das Unter- und das Oberzelt zu legen. Und dann noch einen Müllsack, den ich mitgenommen habe. Sollte fürs Erste reichen, damit es uns nicht auf die Köpfe tropft. Ja, hier verläuft der Poncho und hier unten ist der Müllsack. Habe ich nicht einen echt kreativen Mann? Da ist er. Und da war er wieder weg. Guten Morgen aus unserem Camp. Leicht und dichtes Zelt. Wir haben letzte Nacht ein bisschen rum experimentieren müssen, dass es nicht so reintropft. Es war jetzt nicht so schlimm. Hat dann auch Gott sei Dank aufgehört. Aber ja, das war dann wahrscheinlich doch zu viel. Einen Tag lang Regen. So, und jetzt testen wir mal diesen Hightech Toaster, den uns die Mama gegeben hat. Das Ding ist schon ziemlich alt. Bin mal gespannt, ob das geht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt an ist. Ne, so ein Knopf. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Jasper Townside. Diesmal zu Fuß. Und Tobi macht dann dort seinen 25 Kilometer Hike. Und ich setze mich irgendwo in den Kaffee und mache Working Day. Ich hoffe, du kommst lebend zurück. Es ist 11:30. Der Trail geht 7 bis 9 Stunden. Wird wohl ein bisschen spät zum Abendbrot. Geht los. Keine Ahnung, ob man das sieht. Die Nummer 3 und dann irgendwo außerhalb der Karte. Gucken wir mal. Wenn das Leben nicht schwer ist, dann macht man es sich selber schwer. Ich habe gerade irgendwie vorhin, als ich was getrunken habe, meine Mütze abgesetzt und habe die wahrscheinlich dort liegen lassen. Jetzt muss ich nochmal zurück, weil ich kann mein schönes Käppi mit den schönen Anhängern nicht liegen lassen. Das Dumme ist jetzt natürlich, das sind jetzt nochmal, keine Ahnung, 1-2 Kilometer zurück, weil ich nicht genau weiß, wo es ist. So ein bisschen blöd, weil irgendwie reiben meine Schuhe ein bisschen oder drücken hinten. Ich muss die nochmal irgendwie notdürftig mit Sonnencreme vielleicht einschmieren, dass da nicht so große Blasen entstehen. Aber ich glaube, die Blasen kommen so oder so.
Ich sehe da was leuchten. Tatsache, ey. Krass. Das wundert mich echt, dass ich die einfach hier liegen lassen habe. Oh, 3 Kilometer. Wollte ich gerade erzählen, dass der Weg ja ganz schön einsam ist. Also hier trifft man wirklich kaum jemanden. Ich habe vor uns einen getroffen, der mir entgegenkam. Dann noch die 3 Mädels an einem Campground. Ansonsten ist hier wirklich nichts los. Und manchmal denkt man, Nanu, wird der Weg überhaupt noch gewartet, weil das so wild aussieht, dieser Pfad. Und dann kommt dann plötzlich so ein super gemachter Steg, unter dem das Wasser durchläuft. Aber eigentlich auch ganz geil, weil es gibt nämlich nicht viele Stellen, wo man irgendwie Pause machen kann. Also du hast halt schnell rechts und links Büsche, kaum irgendwie mal einen Baumstamm zum Hinsetzen, auch wenn ja echt viele Bäume sind, die rumliegen. Aber es ist alles so zugewachsen irgendwie. Ja. Und leider auch nicht so sehr abwechslungsreich. Weiß ich auch, was das vorhin war. Das war das Halbzeithuhn. Weil es war ja genau auf der Hälfte der Gesamtstrecke. Dann sitzt das wahrscheinlich immer da. Das ist natürlich echt ziemlich cool. Ist leider schon recht spät. Und diese 4 Kilometer extra, also diese 3 Kilometer für die Mütze und den 1 Kilometer für den Campground, wo ich da gucken wollte, die machen sich dann schon bemerkbar. Genau, also es sind jetzt noch wahrscheinlich 12 Kilometer, 13 Kilometer bis zum Ausgangspunkt der Wanderung und dann sind es ja immer noch mal 4 Kilometer bis zum Campground. Wir haben es jetzt 3:30. Es könnte sein, dass es ein bisschen dunkel wird, aber ich habe die Kopflampe. Okay, also der Trail, die Wanderung neigt sich dem Ende. Ich muss echt sagen, die zweite Hälfte war leider ganz schön langweilig. Und dann kamen dann auch noch Mücken dazu, dementsprechend war dann auch meine Laune ein bisschen angespannt. Ja, boah. Also ich sag mal so, für, keine Ahnung, 10 Kilometer, ja, 15 Kilometer, aber nicht 25. Das ist dann doch zu eintönig, finde ich zumindest. Hier wird es jetzt gerade mal ein bisschen schön, aber hier ist auch Schluss. Eigentlich fast ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe überall Blutflecken von den blöden Mücken. Gut, und jetzt gucken, wie wir noch ich werde jetzt gleich noch die Steffi treffen. Also hoffe ich. Und dann gucken wir mal, wie wir zurück zum Zeltplatz kommen. Mit Anhalter oder dann auch noch mal laufen. Gut, das war's. Die Vorspeise. Die Vorspeise, Pizza. Wir sind wieder vereint. Ich habe Tobi abgefangen auf der Brücke. Dann sind wir zum Campground, haben was Leckeres gegessen. Und jetzt sind wir nochmal zu 20b gelaufen, weil unsere 2 deutschen Freunde Dana und Sandro hier auch sind auf dem Whistlers Campground.
Das habe ich nämlich rausgefunden, als Dana mir geschrieben hat, weil ich habe ja gechillt den ganzen Tag und gearbeitet natürlich. Und die sind aber nicht da. Das heißt, wir warten jetzt auf die 2. Ich hoffe, die kommen noch und hatten nicht die gleiche Idee wie wir. Gefunden! Ja, das klingt ja schon fast ein bisschen bekloppt und fast ein bisschen übel, aber wir sind echt gestern Plätze abgefahren und haben geguckt, wo ihr seid. Das ist süß. Nicht ernsthaft, wir sind wirklich mit dir in diesem Plan. Ich saß alles auf dem Beifahrer und dann wurde sie fragen, dann haben wir uns hier durch diese Loops angeguckt und haben uns aber irgendwann gedacht, na, die sind hier sowieso gerade gar nicht. Also, vorher meinten wir, Das ist Sandro. Jetzt haben wir alle auf der Kamera. So, es ist jetzt mittlerweile 11:30. Gott, man sieht überhaupt nichts. Wir haben uns total verquatscht mit Dana und Sandro und haben jetzt doch beschlossen, wieder zurückzulaufen. Aber es ist stockdunkel. Tobi, wie kalt schätzt du es? 6, 7. 6, 7 Grad. Das ist, ich habe das Gefühl, es sind 3 Grad. Das ist süßes Grad. Ich freue mich schon auf die warme Dusche und auf den Schlafsack. Gute Nacht. Genau. Guten Morgen. Ich habe heute richtig, richtig lange ausgeschlafen bis 9:40 Uhr. Ach, war das schön. Und Tobi hat schön Frühstück gemacht. Es gibt Orange, es gibt Bananen und es gibt, scheiße, verbrannten Toast. Fuck. Das kommt davon. Aber nicht aufpassen. Ja, ich glaube, wir machen heute nur einen entspannten. Tobi hat gestern seine 32 Kilometer hinter sich gebracht und wir haben da noch ein nettes Pärchen gefunden, was uns gefahren hat. Das erzähle ich euch jetzt alles, während ich Frühstück mache. Und die kamen aus den Northern Territories und mussten vor dem Feuer flüchten. Das war ziemlich krass. Also die haben für uns angehalten. Dann haben wir die gefragt, wo die hinwollen. Und hieß es, das wissen die noch gar nicht so genau, weil die eben auf der Flucht sind. Und bei denen der ganze Ort evakuiert wurde. Das fanden wir ziemlich krass. Und uns trotzdem mitgenommen haben, ne? Muss man sich mal vorstellen. Die Nacht war auf jeden Fall arschkalt. Also bin ich früh aufgewacht und habe richtig gefroren. Und da früh waren auch irgendwie 0 Grad oder sowas. Ich denke, wir werden heute einen ruhigen machen und in Jasper unsere Route planen, weil der Highway 1 geschlossen ist. Also ab einer bestimmten Strecke ist der geschlossen durch die Feuer. Und müssen wir ein bisschen umplanen, wie wir das jetzt machen. Weil nach Kelowna ist, glaube ich, jetzt eine schlechte Idee. Da sind auch Feuer. Unser nächster Stopp ist Mount Robson. Es sollte noch gehen. Kelowna ist evakuiert. Kelowna ist jetzt evakuiert. Das ist ziemlich kacke, ja. Oh Mann, ja, die Feuer machen uns und den Leuten hier ziemlich einen Strich durch die Rechnung. Mir tut es richtig leid. Ich hoffe, wir kommen da heil durch. Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, die gute Route über den Norden wählen. Die ist zwar länger, aber zumindest sicherer, weil dort weniger Feuer sind. Vancouver, wir kommen. Wir wissen nicht wann, aber wir kommen.